Moin Moin zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal habe ich im Gepäck das Spiel Gord. Gord ist ein Einzelspieler-Game, welches darum geht, dass du dein eigenes Dorf aufbaust und nebenbei versuchst, die Monster, die draußen in den Wäldern lauern, zu töten. Das Spiel kannst du aber auch nur gewinnen, indem du tatsächlich außerhalb deiner Mauern aktiv auf Monsterjagd gehst. Weiteres weiß ich persönlich noch nicht und würde gerne mit euch jetzt einmal starten. Ja, dann würden wir hier als erstes mal die Kampagne spielen. So, welche Schwierigkeit wählen wir? Standard, locker, nein. Ja, probieren wir es mit Permatod. Maximale Schwierigkeit für unser Gameplay. Dementsprechend wählen wir das Maximum halt mal aus, ohne dass ich das Spiel wirklich kenne. Könnte naiv werden. Mal gucken. Over the years, Calanthea grew under my rule. My campaign to unite the South is almost over. As we speak, my son is directing our army against the remaining forces of the Southern Resistance. Once we're done there, we shall take the North. It's filled with all sorts of vile creatures, but also rich in the gold that I need. Only a few barbaric tribes are desperate enough to inhabit these lands. As my steward, you will have one of them at your disposal. The Tribe of the Dawn. Secure the Golden Route before our army arrives. My emissary Edwin will watch your progress. Fail me, and you will face a fate much worse than any of the savages you've ever fought before. The Tribe of the Dawn was always a humble community of Dabo worshippers. Their elder, Bogdan, is neither a warrior nor a strategist. When the Calanthians came with their threats and promises, they had no choice but to obey. They agreed to guide them through the Lysatian forests, hoping for peace and survival. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch auf Deutsch umstellen können oder ob es tatsächlich mit dem Untertitel nur auf Deutsch ist. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Mal gucken, was jetzt demnächst passiert. Here we are, steward. No wonder our king chose you for this mission. You're more than worthy of this disgusting land. Are you sure we're in the right place? Where is that meek old coward who calls himself a leader? Welcome, my lords. I am Bogdan, elder of the Tribe of the Dawn. I will guide you through the Lysatian woods. But, if I may, where are your warriors? The king's forces will come when the time is right. Until then, we are your new masters. As pledged, my lord. My tribe will follow the orders of the king's steward. They are your people now. I trust you'll take good care of them. We will, if they do their work. Did they find a place to set up camp? Yes, sir. Our scouts have found a good spot for our first gourd. A nearby pond should provide enough reeds and food to start a small settlement. Steuerelemente oben rechts. Hier kannst du auf die Spieleinstellung zugreifen und den Zeitverlauf mit den folgenden Kurzbefehlen steuern. Space und normales Tempo mit G. Okay. My lord,
Please order our subjects to move. We should follow our scouts' footsteps. We are not safe here. Untertan. Hier siehst du all deine lebende Untertanen, zu denen detaillierte Informationen in ihren Porträts gezeigt werden. Zum Beispiel Berufssymbol, Gesundheitsbalken, Geisteszustandsbalken und Modifikatoren. Mit hoch und runter. Ist das mit Bildtaste gemeint? Nee. Hiermit? Ah, okay. Gut, kann ich jetzt trotzdem erstmal auf Einstellungen gehen und gucken, ob man das sprachtechnisch irgendwo noch abändern kann. So, Grafik sieht soweit gut aus. Ich glaube, da geht nicht viel. Nee, scheinbar ist das so. Wretched wolves. Those are the bodies of our scouts. There isn't much for us to bury, but it seems like one got away. With Dabo's help, he'll find his way back to us. Ein Hoch auf meine Naivität. Einfach grundlos in eine gegnerische Mobgruppe reingelaufen. Wahnsinn. Mal die Einheiten zurückziehen, nicht dass wir mir noch draufgehen. Weil Permatod heißt ja Permatod. Dann werde ich wahrscheinlich meine Teammitglieder verlieren. Und das wäre nicht so gut. Nichts ahnt, was rotes Kraut ist, läuft er hin und hat Glück. Seine Truppe wird geheilt. Sir, we've reached the pond our scouts told us about. It is indeed a fine location for a gourd. We have access to water, reeds, and other resources here. But first, let's build a palisade. These wooden walls will be the main defense of our new settlement. Jetzt wurden bzw. werden aktuell die Aktionsleisten oben und unten angezeigt. Oben sieht man, wie viel Holz man hat, wie viel Leben die einzelnen Bewohner haben, bzw. wie der Status der Truppe ist. Unten habt ihr das Aktionsmenü, was ihr bauen könnt. Auch wenn es auch naiv hier schon ist, werde ich ja erstmal die weiteren Tutorial-Pop-Ups deaktivieren. Um einfach ein bisschen voranzukommen. Mal gucken, wie oft ich neu starten muss, um das Spiel einigermaßen hinzukriegen. Aber bin mir relativ zuversichtlich. So, hier soll ich jetzt eine Palisade bauen. Was haben wir denn jetzt hier? Er ist ein Speer. Er ist der Jäger. Weizenbauer. Eisenschlürfer. Lehmarbeiter. Gut, und wie kann ich jetzt anfangen? Da. Das nehmen wir mal.
Die Wurstfinger schlagen wieder zu. Oh, dann selbstständig alle? Okay, krass. Nicht schlecht. Das ging ja schnell. Good. The palisade will keep us safe. Now, we need to think of how to make use of the resources we have. Hold on, old fool. This is just a minor stop on our way to the cartographer. He's waiting for us with instructions on how to reach the gold. I don't want to grow roots in this dump. My lord, I promise we will move on as soon as we have fortified our current position. For now, I suggest building a lumber mill, a forager's hut, and a thatchery. A lumber mill does sound useful. Fine then. But be quick about it, steward. Oh, ein Sägewerk. Der Grafiker sieht schon nicht schlecht aus. Man kann scheinbar durch die Kreise die Arbeitsbereiche bzw. Abbaugebiete selbstständig festlegen. Natürlich einen gewissen Nutzen, dass halt nur dort dann halt wirklich gefarmt wird. Bis zu 3 Personen können ihr Arbeitsplatz zugewiesen werden. Beziehungsweise sind es 3 Arbeitsplätze. Damit werde ich jetzt mal den einen oder anderen zuweisen. Ist schon nicht schlecht gemacht. Ja, gespannt, ob man später dann halt den Bereich hier noch erweitern kann. Mehr Wehrgänge gibt und so weiter. Mal gucken. Baue ein Schiffwerk. Ja, ein Schiffwerk, Entschuldigung. Brauche ich das hier rein oder brauche ich das da raus? Nee. Ach, das ist das Haupttor. Jetzt ist fast voll, das ist schön. I suppose you people are used to starvation, but I am not. Steward, order these peasants to bring me some food. Sire, if I may, our people had some rations saved, but we will run out soon. We really need to start gathering food. Eine Sammelhütte. Ah, bauen wir. Okay. The settlement's growth has significantly increased.
Welcher war denn jetzt? Nuschka. Sire, thank you for providing us with food. Even though starvation won't make us bleed, it will weigh heavily upon our subjects' mental state. If we neglect their sanity, they will flee our rule. Insubordinance like that should be punishable by death. Feeble minds. In Calanthea, we would give our soldiers some wine to calm their nerves before the battle. My lord, we don't have wine here, but we do pride ourselves on making a great drinking mead. Mead, you say? That doesn't sound too bad. However, the basic comfort of staying within the range of a torchlight helps a lot in our sanity regeneration. Our scouts can provide light to everyone venturing outside of the palisade, but I would recommend to build both a meadery and scouts tower. Yes, but let's start with the meadery, shall we? Das ist Zustandsstufe 3. unruhig. Nächste Stufe bei 500. Okay, und das ist wahrscheinlich das, was dann erhöht und verringert etc. Dunkelheit. Weil das ist nicht. Ansonsten das. Okay. Ich muss das erstmal überlegen. Kann ich hier Pause drücken? Nein. Was sind? Ah, die lernen wir noch hinzu. Krass. Gut. Dann bauen wir mal. Holzfäller, wäre nicht schlecht. Wir haben eindeutig zu wenig Personen, Leute am Start. Jedes Gebäude kann man nicht voll besetzen, also mal gucken, wann wieder neue Personen zu uns stoßen. Okay, das ist gut. Schwer, okay. Our source of wood has been depleted. Bedeutet Friedhof später. Ein Untertan. All right, old man. I know that hygiene isn't your best suit, but don't your people ever wash? Stuart and I could use a bath. Yes, of course, my lord. Our balia is constructed in a way not only to provide hot water, but also make the best use of our healing herbs to regenerate people's health. Huh? Heard that, Stuart? Order them to build it right away. Was der fordert und fordert. Bin gespannt. Ob ich den bald irgendwann absehen kann. Vor allem, ob ich noch
neue Leute bekommen und so weiter. The citizens' morale has risen. One of our people came across some familiar tracks. We should search this area of the forest. Maybe, with Dabo's help, we'll find the scout who fled from the wolves. Okay. Schützenbereich verlassen. Aber wen nehme ich dazu? Wahrscheinlich alle für. Ich nehme jetzt alle meine Leute mit, um den vermissten Speer zu finden. Ich denke mal, das ist safe genug, um halt auch bei Gefahren etc. genug Personen dabei zu haben. Und siehe da sind schon wieder die nächsten Wölfe. Ich muss wahrscheinlich in Zukunft mal ein bisschen mit Plan vorgehen, um nicht gleich naiv wie ich bin, vornherein zu klatschen und mich wundern, dass die leichtesten Ziele Opfer ganz vorne stehen und nicht ganz hinten. Gut aus. What is he blabbering on about? I can't understand a word. He claims he was attacked by the wild folk, people of the forest. But they have never attacked us before, unless they were provoked. Clearly they had a change of heart. He says they're walking towards the Votenga River, west of here. I fear that they may raid our Gord. Our cartographer was supposed to be west of here as well. We cannot lose him. Let's move. No. Erfolg! Ihr habt unser Volk während der ersten Schritte in diesen gefährlichen Wäldern begleitet. Wir haben einen blühenden Gurt aufgebaut und unseren Bruder aus den Fängen der Wilden gerettet. Nun müssen wir den bevorstehenden Wildvolküberfall abwehren. Möchtest du die Kampagne weiterführen? Natürlich möchte ich das. The wild folk used to live like wild animals. And although they can be violent, conquest was one of the many human things they despise. Nonetheless, they became more aggressive recently and attacked the tribe at the Dawn's Gord. I wonder if they are doing this to praise Velis. Startgruppe. So, Schwer. 5 von 5, mehr geht nicht. Okay. 5 von 5, okay. My lords, the wild folk. They've attacked our Gord. Hurry now, or there will be nothing left of our home. We're under attack. Ah, hier sind die, okay. In die Schlacht. Mal gucken, was mich erwartet. Wie stark ist der Gegner? Was können wir mit meinen Truppen reißen, die leider noch keine richtigen Waffen haben, etc. Mal gucken, was so kommt.
Dear God, so much destruction. Those savages dared to destroy our king's property? Sire, this is unusual. The wild folk are not our allies, but they were never desperate enough to raid a fortified Gord. Something's changed. That doesn't matter, you old fool. They will pay for their insolence. Of course, sire. But now we need to focus on salvaging whatever's left of our structures. We can repair the damage and clean up the rubble, and reuse whatever we can. Wie funktioniert das jetzt? Man muss nur über das kaputte Teil hinweggehen, Gebäude etc. oder weil schon erscheint das Reparatursymbol. Anklicken, Rechtsklick und schon laufen die Leutchen drauf, die halt ausgewählt worden sind. Our defenses are up, but we should equip our subjects with proper weapons to better prepare for what awaits us outside of our walls. Let us build our first military structure. Mhm. That's good enough. Let's search for the cartographer. He was supposed to lay out the best route for the gold transportation, especially across that damn river. My people have seen this Calanthian a couple of times. Supposedly, he has surrounded himself with traps. Be cautious when you approach his hut. Oh, was passiert, wenn ich jetzt... Ja. Heute soll es das gewesen sein. Auf jeden Fall ein spannender Einblick in das neue Spiel Gord. Es hat vieles von Spielen, die ich halt schon bereits gespielt habe, wie Dragon Age etc., wo man mit der Gruppe halt agiert, wo man halt auch einzeln rumlaufen kann, wo man die Leute ausrüsten muss und so weiter, sich seinen Unterschlupf aufbauen muss. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Bin gespannt, wie das weitergeht und würde halt, wie gesagt, für heute erstmal Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und bis die Tage. Euer Avanish. Ciao, ciao.